So, das sieht ja gut aus. Willkommen bei Outer Scale. Fliegt ein Auto, cool. Also der Grafikstil ist genau wie in YouTube-Videos, finde ich gut. Schwebe ich hier etwa? Ah ne, das Ding schwebt. Ach, das... Ah. Okay. Das finde ich echt gut. Und das geht... Aha. Hoch? Jetzt ist die Musik aus. Subtitles... Ja. Ich mach mal small. Mal gucken. Ich mach die Musik mal ein klein bisschen runter, ne? Okay. Who made this game? Press the button to find out. Credits. Aha. Jetzt Spiel zu Ende. Okay. Schönes. Aha, das ist schön. Das ist ja cool gemacht hier. Okay. Also grafisch gibt es nichts zu meckern. Es ist überhaupt kein Flimmern hier. Vielleicht liegt es auch an der Quest 3, wer weiß. Das ist auch cool. So. Ich möchte wieder... Gehen wir hier in die Settings. Alles sind dieselben, okay. Reset Lab Layout, Exit to Menu. Dann gehen wir mal zurück zum Menü. Kurz gesagt jetzt. Oh, so viele. Gut, das könnt ihr da euch in Ruhe angucken. So, Enter Start Tutorial Chapter. Was haben wir noch? Place a capsule to start the chapter from the beginning. Okay. Unlock Mixed Reality by completing the tutorial chapter. Okay, also Mixed Reality auch. Unlock Theater by completing the tutorial. Who made this game? Das hatten wir schon. Okay, ich würde sagen, wir fangen mal hiermit an, ne? Cool. Also ich bin jetzt schon begeistert, echt, weil ich mag die Serie wirklich sehr. Welcome to the Kurzgesagt Scale Lab, where we investigate all things great and small. Please keep hands and feet inside the lab at all times. You may use the yellow bar to adjust your position until you're comfortable. Comfortable. Okay. Oh, sorry about that. I've been on standby for... I've been hard at work doing stuff. Anyway, you must be on a tour of the Kurzgesagt labs, huh? Well, lucky you, you've wandered into the best lab by far. Let me show you around. Check out the blue capsule on the left. This is my greatest invention, a way to overcome the laws of physics. Shrinkagen. If you add it to things, they become teeny tiny. And I managed to invert it, so I can also scale things to giant size. It can get a bit tricky when you overdo it, but 70% of the time it works every time. Oh, almost forgot. There should be a tablet with yellow handles nearby. Could you pick it up, please? Ja. So, also erstmal möchte ich mal sagen, schade, dass es keine deutschen Untertitel gibt, dafür, dass das eigentlich eine deutsche Serie ist. Naja, und, achso, ich wollte auch mal gucken. Ja, check, läuft, alles gut. Ja, Tablet. That's the lab tab. It works as a travel guide for this lab. It records as I talk and makes suggestions about what to do next. You can use your thumbstick to scroll and go between pages. Okay, check out the machine on your right, the one with the big handle in the middle. This is the Scalevator. It lets you grow and shrink this whole lab so you can visit other realms and see the worlds within worlds around you for yourself. It can also take the lab outside. Let me demonstrate. Wow, it's good to be out again. Das ist bunt. So much Alter data to be Schwede. collected. But I'm sure you can't wait to try out my invention. Do you see a boxy white tool with a yellow handle? That looks... There it is, the multi-tool. The first thing it does is analyze things. Hold down the trigger and point it at, let's say, that rubber duck. Good. Despite their name,
Rubber ducks are generally made of plastic, not rubber, but it will still make a perfect guinea pig. To collect it, you'll need one of these red capsules with a big window in front. I use Shrinkagen to store the tools when they're not needed. Keeps the lab looking tidy. Put that in the multi-tool. Now point the multi-tool at the rubber duck and depress the yes. I've missed this. Now comes the red. Let's scale it up and make a huge rubber duck. But now press the button to send the giant rubber duck into the... Yeah, making things smaller is fun and all, but trust me, making things big is well done. Now, to take a look at the new giant duck, we will get huge ourselves. Go to the other machine, the Scalevator, and set its lever to the mountain icon. Then, press the button when you're ready to see what this lab can really do. Ja, es ist von den Farben genauso quietschbunt wie in der Serie und das sieht gut aus. Ich meine, ich glaube, die Quest 3 wird auch ihren Teil dazu beitragen, was Farben und Darstellung angeht. Welcome to the mountain realm. You are so big now that the city looks like a bunch of toys below you. Speaking of toys, I have one more thing to show you. Let's take this ducky for a ride. Grab the controller with the little antenna. This is the Duck Drone. Duck can reach and manipulate things outside while you stay safe and cozy in the lab. It has lots of useful tools. This one, the claw, grabs when you press the trigger on that controller. Use it to pick up the rubber duck. Then we'll do a little obstacle course. We could fly out to, let's say that lighthouse out on the lake and take a turn around it. Oha. Ich hab das nicht kaputt gemacht. Ich war das nicht. Oh no, not another problem. My sensors are showing substantial Shrinkagen leakage in the city. The wave must have hit the storage tanks. Who knows what happened this time? No, I refuse to be shut down again. Please, you need to help me. We need to get down there now. Ja. Invest League in the Human. Okay, auf welche Größe denn normal? Dahin, ne? Normal Größe, okay. Ja, bis jetzt schon mal ganz interessant. Also, wie gesagt, ich hätte mir wenigstens deutsche Untertitel gewünscht, statt englische Untertitel. Das ist ein bisschen schade. Aber vielleicht kann man die ja nachträglich noch einbauen. Wow, they are marvelous. I mean, horrible. The sensor report says the Shrinkagen tanks are completely empty. So those ants must have soaked up a lot of it. But now, they're starting to eat the city. We need to figure out how to stop them. Grab the multi-tool to get some data. Das finde ich cool. Multi-Tool war das hier, ne? Just like I feared, it's an inverted Shrinkagen malfunction. Do you see the spikes on their back? And the ones trying to cut out parts of buildings? These must be leafcutter ants. They're called that because they cut and collect bits of plants to tend their gardens. They're super strong and have complex societies. They won't be easy to handle. This is a major leafcutter ant. Majors are the biggest of the 4 subgroups of leafcutter ant workers. They're basically the soldiers of the colony. They point each other towards threats that need taking care of. When one major signals a threat to the rest of the group, the troops come rushing in. Tja, und wie gesagt, wenn das jetzt noch... Another duck? Shouldn't you be at your own lab? And it's gone. Das sind wahrscheinlich die versteckten. Keep an eye out for more ducks, would you? I'll track them in the collections page of the lab tab. Okay, hinter uns findet nichts statt. So, gibt's noch mehr?
Enten. Ich dachte mal, das wäre ein Vogel gewesen, aber das war eine schwarze Ente, okay. So, irgendeinen muss ich noch hier anpiepsen. Was hier? Ja. This is a major leafcutter ant. Majors are the biggest of the 4 subgroups. I don't think the ant is just splashing around. It's actually trying to pick up some water. At their regular scale, ants can carry drops of water because the surface tension of a tiny drop is enough to hold it together like a little elastic ball. Also But man at this scale, kriegt auch immer water dann behaves Erklärungen well dazu, das ist ja schön und This one gut. is a minor, one of the smaller leafcutter ants. Aber Leafcutters live in complex societies where every caste has a different task. Miners forage wie for food gesagt, and es meat to bring wäre back to the nest. schöner, wenn es auf Deutsch wäre. Weil, A volcano? That belongs to another Kurzgesagt lab. The wave must have dragged it here. Quick, put a capsule in the multi-tool and collect it so I can return it. It must have been hit by the leak as well. The good news is, now move the yellow lever to the correct scale and press the button to extract the shrinkogen. This is a bacteriophage, or bacteria eater. I can't believe the wave washed it all the way out here. They're found everywhere there are bacteria, but this one belongs to another Kurzgesagt lab. More inverted shrinkogen, but the blast must have been below the malfunction threshold. This shrinkogen is flexible to harvest. We just need the So. opticizer to rescale this. das heißt, der Vulkan muss groß werden, oder wie? Good. I sent that back to the energy lab and saved the shrinkogen. It was probably not the only one. If you can find the others, we can collect enough shrinkogen for the ants. Return this to its original size, so we can harvest the shrinkogen back. It feels great to be back in the scaling game, even with those giant ants and all. Ach so. Das ist gar nicht so klein. Well done. I sent that back to its home lab. Keep an eye out for more things like this. They may be our ticket to shrink these ants. So we have 2 groups of ants here. The miners, which are responsible for finding food and resources, and the majors, which protect the colony from threats. Maybe we can use that behavior to our advantage. Let's see how they act in their natural environment, the insect realm. Ach so, Quatsch, hier muss ich hin. Ah, noch einer zu weit. So. Off to the insect realm. Ja, bis jetzt ist es spaßig. Ja, das ist zum Lernen da. Ja, man lernt hier was. Selbst ein alter Hase wie ich kann immer noch lernen, nicht wahr? Ah, und Königin. Cool. Nicht schlecht. Ach, guck mal da. Hab dich. Gibt's noch eins? Ja. So. This ant must be the queen ant. It's much bigger than the rest, even bigger than the majors. Plus it has a crown on its head. Look, there's one of the minor ants doing its job, collecting food and leaving a trail of pheromones to tell the others where to go to get more. If you had some of those pheromones, you could lead the minor ants where... This anthill is probably where those giant ants used to live. Anthills are complex constructions with many chambers connected by tunnels. Like the ants, each chamber has a function, like being a nursery. Also, Major ant ich denke mal, mandibles are eigentlich ist strong enough das to even viel take on gedacht. large enemies like anteaters Ja, mich and überhaupt- armadillos, even when they're regular size. Kann ich eigentlich hier nochmal in die... Ach, da sieht man noch die Hidden Ducks. Kann ich eigentlich hier nochmal ins Menü? Genau, ich gehe mal in die Settings. Ich mache das alles nochmal ein bisschen leiser, weil... Damit man mich auch sprechen hört. So. So. Ja, also es ist auf jeden Fall ein Lernspiel. Man kriegt dann natürlich alles schön erklärt. Das sieht gut aus, es läuft super. Aber ich muss nochmal sagen, also wenigstens deutsche Untertitel wären hilfreich gewesen. Weil ich das eigentlich eher so für Kinder sehe. Und ja, kleinere Oh, Kinder nice. A banana for scale. sind natürlich nicht so
des Englischen mächtig. Den hatten wir ja schon. So, was haben wir denn hier noch nicht ange... Und die hatten wir schon. Hatten wir schon. Da war doch eben so ein Fass, ne? Kann ich das Ding... Ach, das Ding kann ich einfangen, glaube ich, ne? Okay. Ach, ein Flugzeug. Ja. Look at this plane. Passenger seats really are getting smaller and smaller. Ach, Quatsch. Erstmal so. Zack. The Mars rover? You're a long way from home, aren't you? Ja, das stimmt. Das stimmt, der ist wirklich weit weg von zu Hause. Aber es fehlt noch. A telescope. It's amazing what you can do with a set of curved mirrors in a tube. Aha, das ist Fass. I'll have to have a word with the energy lab. They clearly aren't storing their nuclear waste properly. Great, that was all the shrinkogen to be collected So, around here. aber... Now, let's get those ants all together so we can shrink them. Aber irgendwas fehlt doch hier noch. Leafcutter workers are actually divided into 4 subgroups. This anthill is probably where those giant ants used to live. Anthills are look, there's one of the minor ants doing its job, collecting food and leaving a trail of pheromones to tell the others where to go to get more. Ups. If you had some of those pheromones, you could lead the minor Aber ants kommt mir wherever später you rein, weil wanted. die sind da noch ein paar Fragezeichen, aber da weiß ich jetzt gerade nicht. Leafcutter workers are actually divided into 4 subgroups based on their sizes. The smallest ones are minims, and then there are the minors. Leafcutter workers are actually divided in... Look, there's one of the minor ants doing its job, collecting food and das leaving hatten a wir trail of alles schon. pheromones. Look, there's one of the minor ants doing its job, collecting food and leaving a trail of pheromones to tell the Tja, others where hallo? to go to get more. Keine Ahnung, soll ich If mal you wieder had some zurückgehen? of those pheromones, you could lead the minor ants wherever you wanted. Ich geh mal zurück. Tja, hier hat sich nichts geändert. I don't think the ant is just splashing around. It's actually trying to pick up some water. Was ich denn At jetzt their machen? regular scale, Jetzt, ants can carry drops of water because the surface tension of a tiny drop is enough to hold it together, like a little elastic ball. But at this scale, water behaves, well, watery, and the mandibles of the giant ants just glide through it. Ach, ob ich vielleicht... Ach so, mit dem Ding was machen muss? Moment mal. Das sieht ja schon cool aus am Bildschirm, ne? Wie man da so drin schrumpft. So. Ich kann gar nicht... Ich kann gar nicht weiter fliegen, wa? Nee. Hm? Hallo? Also hiermit kann ich gar nichts machen. Tja, jetzt stehe ich ein bisschen am Schlauch hier. Ehrlich gesagt.
Jetzt stehe ich auf dem Schlauch. Mit 12 Hormones to lead other ants to food. Ja, genau. So, das sind die Pheromone, ja. Oder muss ja nicht einsammeln, oder? The multi-tool is in collecting mode right now. If you want to analyze something new, you'll need to remove the capsule from the multi-tool. It's not a multitasking tool. Kein Multitasking-Tool. Cool. Pheromone kann ich auch nicht einsammeln. Tja, Leute. Was muss ich machen? Pheromones are essential for ants to communicate. It's a little like a scent trail, giant ants except together. instead of sniffing with noses like we would, ants pick up pheromones via receptors on their antennae, and those pheromones can convey information like threat, or giant ants need giant pheromones. We should have enough shrinkagen by now to scale them up. Try using the opticizer. Now you need to deploy them, so again, push the yellow button on the opticizer. Oh. Great. Now, Duck will be able to help you lay your own human-sized pheromone trail. And the new realm should be activated and so is many ants with support in the So. Ja, das war jetzt ein bisschen unverständlich, aber gut. 1, 2, 1, 2, 1, 2. You should have just enough trail pheromones to attract all the minor ants. Time to show you another feature of the drone, the vacuum beam. Ach, guck mal, Drive the drone over to those pheromones and pull the trigger to suck them up. Da unten waren wir ja, jetzt erkenne ich es wieder. Now you can use the drone to lay a path. Pull the trigger to spray pheromones at the ground. Try to lead them to the intersection in front of the donut shop. That seems like a safe place for them to gather until we can shrink them. That's a good spot. Just do that a few more times to make a path from the ants to the donut shop. Good. You've got the start of a trail. Almost there. One more spray should do it. Ach da, ist da noch jemand? Ja, weiter komme ich nicht. Ich muss gar nicht abwechselnd drücken. That's the minor ants gathered up. Now we just need to get the major ants together so we can shrink them all with one good blast of shrinkagen. Let's go back to the insect realm and see what we can find to attract the major ants. Okay. Wir sind wieder zurück. Ach Quatsch, hier rum. Also ich hätte jetzt gedacht, dass man die jetzt erstmal einsammelt und dann verkleinert. Oder habe ich das jetzt falsch verstanden? Muss ich ja doch genauso machen. Ich glaube, das war jetzt falsch, was ich gemacht habe, ne? Major ants respond to threats to the colony. Other ants can create a burst of alarm pheromones that says there's something scary here, and the majors will come deal with the problem. The major ants seem awfully interested in this bottle. There was another ant in there. It must be releasing alarm pheromones that are making the major ants react. Unfortunately, even though you freed it from the bottle, it's still stuck in that water drop.
This anthill is probably where those giant ants used to live. This ant must be the queen ant. It's much bigger than the rest, even bigger than the majors. Plus it has a crown on its head. At this size, the forces holding the water drop together are stronger than the ant. You may be able to help by manipulating the scale of the water drop around it. We have enough shrinkogen to do that. That should have had some effect. Let's go to the human realm and see. So, dann... The forces that make water molecules stick together are strongest at the edge of a water drop. So as soon as the drop is so big there's more middle than edge, the water drop breaks apart. These alarm pheromones indicate that this ant sees us as a huge threat. It's trying to call in reinforcements to protect the colony. You'll need to take the... And here come the major ants, ready to eliminate the threat, which in this case is us, so you might want to hurry. We have plenty of shrinkage to take care of all these ants. Just grab that other capsule, put it in your multi-tool and blast those ants. Was? Pheromones don't translate directly to words, but the general... This is a major leafcutter ant. Majors, this is a major leafcutter ant. Majors are the biggest of the 4 subgroups of leafcutter ant workers. They're basically perfectly regular-sized leafcutter ants going home to their perfectly regular-sized colony. I'd say that's a job well done. But let's make a quick trip up to the mountain realm to make sure we got them all. Cool. Erste Mission erledigt, ja? Ich habe natürlich nicht verstanden, was der wollte. Muss ich jetzt groß oder klein werden? Helf mir mal. Gibt es hier noch versteckte Enten? Nee, ne? Ich werde erstmal kleiner. So. Ich habe deine Leute zurückgebracht. War das okay so? Ja, hier bin ich, aber irgendwie bin ich hier nicht richtig. Ich meine, ich hätte auch am Rande irgendwas gehört von Großwerden. Oh. Jetzt muss aber schwer nachladen, wa? Well, we got all the ants, but now there's... Is that a tardigrade? That's incredible. Was? We have to go see it up close. Take us back to the human realm. Was? Ach da. Okay. Ich finde es aber schön hier. Ich will mal einen Moment hier gucken. Ja. Ganz schön hier. Okay, dann gehen wir mal noch mal einmal zurück. Und dann kann ich ja zu einem Fazit kommen, nicht wahr? Ach, guck mal. Wow, that's a huge tardigrade. I love tardigrades. They are so cool. Na, keine Gewalt hier. Total overkill. I'm sure it just wants to play. We need to scale it down before it gets hurt. And causes more damage, of course. Cool. Ja, auf jeden Fall
Den Bauchumfang kenne ich. Oh, schießen die mit Vieren oder was ist das? Okay. Ja, gut, Leute. So, ich mache mal die Musik aus. Das war's bis hierhin. Und wir sehen uns dann im Fazit und da sage ich dann mal mehr. Ja? Also bleibt dran, bis gleich. Ja, das erste Kurzgesagt-Spiel ist da. Wer Kurzgesagt nicht kennt, das ist ein YouTube-Channel. Ich selbst bin ein Riesenfan davon, folge denen schon seit Jahren. Und zwar erklären die Gott und die Welt, sage ich mal, egal ob es ums Universum geht oder um Bakterien oder wie die Menschen in 12.000 Jahren leben. Solche Dinge greifen die auf und erklären die kindgerecht und leicht verständlich, dass selbst so ein wie ich das verstehen kann. Ja, verpackt werden diese Videos dann in einem Zeichentrickstil, Animationsstil, der schön bunt ist. Und das wird dann alles von dem Sprecher erklärt. Die Videos dauern so um die 10 Minuten, mal plus, minus, mehr. Also die sind auch nicht zu lang. Eben halt in kurz gesagt. Ja. Und ja, jetzt haben die das erste Spiel rausgebracht. Kurz gesagt gibt es in Deutsch und auch in einer internationalen Version. Und da sind wir auch schon bei dem kleinen Kritikpunkt. Das Spiel ist leider komplett in Englisch. Selbst die Untertitel sind in Englisch. Und das finde ich schade. Also ich hätte mir natürlich am liebsten den deutschen Sprecher gewünscht. Das wäre perfekt gewesen. Aber okay. Aber man hätte wenigstens deutsche Untertitel reinmachen können, weil das Spiel richtet sich natürlich einerseits an Erwachsene, so wie mich. Die können dann auch noch was lernen. Aber ich denke auch hauptsächlich an Kinder. Und so 8- bis 10-jährige Kinder, behaupte ich jetzt mal, ob die schon das Englische alles so verstehen, na, weiß ich nicht genau. Also, die könnten zumindest dann die deutschen Untertitel lesen, wenn es dann welche geben würde. Ja, liebe Entwickler, es wäre schön, wenn ihr da wenigstens noch deutsche Untertitel reinmacht. Leute, die nicht so gut Englisch können, wäre es natürlich schöner. Das Spiel ist übrigens heute erschienen. Ich habe einen Key dafür bekommen. Vielen Dank, weil ich als Fan brennend daran interessiert war, das Spiel zu testen und euch vorzustellen. Und ja, das kostet 15 €. Das geht in Ordnung. Man kann einiges noch lernen. Dabei, der Spielspaß ist okay. Technisch ist das einwandfrei. Also die Farben, die knallen einem nur so ins Gesicht. Das ist aber bei den Videos auch so. Das ist schön bunt gehalten. Und ja, das finde ich in Ordnung. Das sieht hübsch aus. Falls ihr mal in den YouTube-Channel reingucken wollt, der Link ist unten in der Videobeschreibung, genauso auch zum Spiel. Schaut da ruhig mal unten rein, wenn euch das Spiel interessiert. Und dann sage ich Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao.